Ich bin Nils Krüger vom Büro in Staubach. Und ich, Jan Wieland vom Büro in Staubach, und wir sind ein Industriedesignbüro in Kreuzberg, Berlin. Uns gibt es schon relativ lange, gegründet als ein Ein-Mann-Unternehmen in den späten 80ern, daher auch der Name von Helmut Staubach, damals gegründet. Damals vorrangig im Bereich von Objekt- und Büromöbeln unterwegs. Mitte der 90er Jahre sind Christina Finger und ich dazugekommen. In dem Zeitraum hat sich die Palette dessen, was wir tun, auch erweitert um viele Themen des physisch-digitalen und wir haben auch angefangen, damals schon in den Bereich der Mobilität zu gehen. Wir haben dann Ende der 90er eine GbR zu dritt gegründet und die hat sich weiterentwickelt. Anfang der Nullerjahre war dann die Unfirmierung zur GmbH. Und wir waren in den 3 genannten Geschäftsfeldern eigentlich sehr breit aufgestellt und unterwegs. Das heißt, wir haben von virtuellen Bühnenbildern für eine Oper über Fahrzeuge, über Möbel eine breite Palette abgedeckt. Dann hat sich eigentlich der Sektor der Mobilitätsthemen, des Transportation Designs sehr stark entwickelt, sodass das heute unser Schwerpunkt ist. Wir sind dann, denke mal so Mitte der Nullerjahre gewachsen, auch stark internationalisiert und haben in der Zeit eigentlich dann auch schon einen Generationswechsel mit vorbereitet. Das heißt, wir haben noch 2 weitere Geschäftsführer dazu genommen und heute hat das Büro 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sitzen ganz klischeehaft in der Kreuzberger Fabriketage und haben auch in unserem Selbstverständnis mehrere Partner sozusagen im Büro, weil wir das als eine gemeinsame Leistung sehen, was wir tun. Genau. Für mich ist eines der tollsten Projekte auf jeden Fall die Schwebebahn-Wuppertal gewesen, die zu gestalten. Das ist ein sehr besonderes Verkehrsmittel und das macht man wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben. Also, ich weiß nicht. Genau, auf jeden Fall, denke ich. Das wäre auch eines meiner Lieblingsprojekte sozusagen. Aber damit wir nicht das Gleiche nennen, was ich beeindruckend finde und besonders finde, eigentlich ja, in der gesamten Zeit, die ich hier im Büro verbracht habe, ist die Internationalisierung der Projekte. Also wir haben 2009 im Büro habe ich angefangen und eigentlich zeitgleich ging es mit dem ersten großen internationalen Projekt los. Das war damals sowas wie eine S-Bahn für Rio de Janeiro und das wurde zunehmend mehr und deswegen fällt es mir auch schwer, jetzt ein Projekt auszuwählen. Für mich ist es eher die Möglichkeit, dass wir ja, ganz weit verbreitet auf der Welt unsere Arbeit machen können. Und was ich daran besonders wertschätze, ist die gegenseitige Befruchtung der Projekte. Also wenn wir zum Beispiel Straßenbahn Tel Aviv, die warten seit eigentlich den 80er Jahren auf ein öffentliches Verkehrssystem, unabhängig von Bussen. Das haben wir quasi jetzt in den letzten 7 Jahren oder 6, 7 Jahren mitentwickelt. Das heißt, man ist da an einem unglaublich komplexen Prozess beteiligt, der Verkehrsbetrieb wird gegründet, die Anforderungen an das Fahrzeug sind sehr besonders, was Sicherheit angeht. Es gibt noch keine Konvention, das Ganze ist in der Entwicklung, das finde ich zum Beispiel ein Projekt, was ich sehr spannend fand und man kann sich vorstellen, dass dahingehend für einen Verkehrsbetrieb wie Seoul Metros zu gestalten, was ganz anderes ist, wo es ist eines der besten Verkehrsbetriebe der Welt, der pünktlichsten Verkehrsbetriebe, da sind die Herausforderungen ganz anders. Das wäre eigentlich so der Rahmen, den ich als besonders und schön hervorheben würde. Ja, aber ich denke, so stolz sind wir natürlich auch, dass wir in Berlin viel machen. Also ich denke, mit der nächsten U-Bahn-Generation, die kommt, haben wir dann wahrscheinlich die meisten Fahrzeuge, die aktuell unterwegs sein werden, dann gestaltet. Also die U-Bahn, die S-Bahn und ähnliches. Das ist natürlich toll, klar. Genau. Im IDZ zu sein als Designbüro in Berlin ist so ein bisschen ein No-Brainer für uns. Das ist auch, ich glaube, wir haben eine sehr lange Historie. Am Anfang über Helmut Staubach, dann sind wir irgendwann als Unternehmen Mitglied geworden.
Vorrangig geht es uns dann natürlich um die Stärkung der Szene, Sichtbarkeit, Veranstaltungen. Das sind alles Sachen, die wir schätzen. Ganz konkret ist das unsere größte Branchenmesse, die InnoTrans findet hier in Berlin statt. Da gibt es immer eine Veranstaltung vom IDZ, das Internationale Designforum, wo wir im Austausch mit anderen Designerinnen und Designern sind, aber auch Herstellern. Oder zuletzt das Projekt CNBC, also das Kooperationsnetzwerk China-Berlin, wo es das IDZ quasi unterstützt hat, Kontakte nach China zu knüpfen, nicht nur mit Herstellern, aber auch mit anderen Designschaffenden, wo wir dann auch mal eine private Beratung von einem Rechtsanwalt, der aufs Feld China, mit dem wir auch seit langem zusammenarbeiten, so ein bisschen Erfahrungsaustausch und auch Strategie, wie geht man damit um, das ist ja schon ein besonderer Markt, das fanden wir gewinnbringend auf jeden Fall. Ich finde es schon interessant, auch vielleicht ein Stück weiter zurück in die Historie zu gucken. Ich erinnere mich gut, Berlin ist, Stichworte Design Mai, DMY, die Wahrnehmung von Gestaltungsarbeit in Berlin war sehr lange in doch einem relativ schmalen Spektrum angesiedelt, habe ich so wahrgenommen. Also schon starke Autorendesign und ähnliche Themen. Ich fand es interessant damals, dass die Ausstellung in Serie, kann ich mich gut erinnern, initiiert worden ist, die überhaupt mal den Fokus auf Produkt-, Industriedesign, Investitionsgüter gelenkt hat, was, wie ich behaupten würde, wahrscheinlich sogar das größte Arbeitsfeld von Designerinnen und Designern ist. Und das fand ich damals sehr gut und das ist vielleicht auch was man in die Zukunft nochmal gucken kann, also was auch eine IDZ da leisten kann, wirklich die ganze Bandbreite des Berufs abzubilden und dafür auch ein Stück weit eine Plattform zu sein. Naja, wir haben jetzt ja so ein bisschen dargelegt, was wir machen und ich glaube, rübergekommen ist, dass es sehr häufig Produkte sind, ob das jetzt ein Fahrgastsitz ist oder ein ganzer Zug oder andere Investitionsgüter. Das ist aber nicht immer der Fall. Wir beschäftigen uns auch sehr stark mit Strategieberatung oder zukünftiger Mobilität, also eher was dann erstmal im Ergebnis immateriell ist und sich mit dem großen Thema der Verkehrswende beschäftigt. Und in dem Zuge kommt man eigentlich an der Frau Katja Diehl nicht vorbei. Das ist auch kein Geheimtipp mehr. Mittlerweile findet sie in Talkshows statt, hat ein Spiegel-Bestsellerbuch geschrieben. Und für uns ist das total bewundernswert, wie sie es geschafft hat, diesen komplexen und großen Diskurs irgendwie ins Zentrum der gesellschaftlichen Diskussion zu rücken. Und am komprimiertesten findet das in ihrem Buch statt, mit dem guten Namen Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswertere Welt. Und wir haben da viel von mitgenommen und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch. Ich habe ja so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Frage nach Inspiration. Insbesondere, sage ich mal, bei den komplexen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich kann das eigentlich nur so beantworten, dass es für mich ganz toll ist, an der Hochschule mit jungen Menschen zu arbeiten und das ist schon ein Trieb und etwas, was einen gerade auch für Projekte, die in die Zukunft gerichtet sind, einfach Freude macht und Kraft gibt und motiviert ist zu tun.